Irgendwie sehe ich mit dieser Frisur ein bisschen aus wie Legolas. Hey, hey, hey! Ich habe hier einige neue Skincare- und Make-up-Produkte am Start, die ich gerne mit euch gemeinsam testen möchte. Ein paar der Sachen habe ich schon aufgemacht, weil ich einfach extrem neugierig darauf war. Deshalb mixe ich das heute einfach alles miteinander und dann schauen wir mal, wie meine ersten Eindrücke zu den Produkten sind. Wundert euch bitte nicht, dass ich meine Lippen bereits gemacht habe. Eigentlich ist nur ein bisschen Lip Oil und Lip Liner drauf. Das liegt schlichtweg daran, dass ich in letzter Zeit wieder so ein paar Skin-Picking-Rückfälle hatte, weil ich einfach ziemlich unter Stress stehe wegen meinem Produktlaunch und dann will ich meine Webseite komplett erneuern und ich habe noch so ein paar andere coole Ideen, wie ich mein Unternehmen vorwärts bringen möchte. Und das ist halt alles ganz schön viel, wenn man das alleine macht und deswegen bin ich aktuell etwas gestresst und in solchen Momenten kommt das Skin-Picking einfach wieder zurück und bevor ich gar keine Videos mehr drehe, weil mir das so unangenehm ist, wie meine Lippen aussehen, male ich sie mir vorher an, mache ein bisschen Pflege drauf, bisschen Lip Oil und dann ist alles gut und dann fühle ich mich zumindest so weit wohl, dass ich Videos drehen kann. Aber genug dazu, wir starten jetzt natürlich mit meinen neuen Skincare-Produkten und ich habe... Wo ist denn das Zeug? Habe ich das gar nicht hergebracht? Ach doch, hier hinten. Ich habe mir unter anderem einen Toner bestellt. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich ein riesengroßer Fan von Tonern bin. Ich liebe das Toner-Layering. Falls ihr noch nie was von dieser Technik gehört habt, ich verlinke euch mein Video und mein Blogpost selbstverständlich unten in der Infobox. Ihr solltet das im Sommer definitiv mal ausprobieren, falls ihr so cremige, schwere Produkte auf eurer Haut nicht mögt. Ich zumindest schwöre auf das Toner-Layering. Und den normalen Hyaluronic Acid Toner von Isntree wollte ich sowieso immer mal ausprobieren. Ich habe ja den Hyaluronic Acid Toner Plus, der so ein bisschen dicker ist von der Konsistenz. Deshalb bin ich besonders auf diesen hier gespannt und kann den eigentlich gleich auspacken und auftragen, wenn ich es denn hinbekomme, weil hier so ein kleines Siegel dran ist. Ach, ich rupp das hier einfach ab und dann schauen wir mal. Ich vermute mal, dass der Toner eher flüssiger sein wird im Vergleich zu dem Toner Plus. Also kann ich jetzt zumindest gleich auf Anhieb erkennen, dass er ein bisschen flüssiger ist. Aber ich denke, dass er dennoch ein kleines bisschen Konsistenz hat. Und den trage ich jetzt natürlich auf. Komm schon. Oh mein Gott. Also diese Siegel hier immer, ne? Ist so schwer, die abzubekommen. Dabei habe ich schon so lange Nägel. Okay, kleinen Moment. Ich glaube, ich muss mir eine Pinzette besorgen. Ich habe es so geschafft, ganz ohne Pinzette. Und trage jetzt den Ton auf. Oh, der ist aber schön. Ich glaube, der wird mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, der ist ein bisschen flüssiger im Vergleich zu dem Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus, aber hat immer noch so eine leicht schleimige Konsistenz, was ich hier richtig, richtig nice finde. Oh, der fühlt sich so angenehm an. Ich liebe Toner. Lässt sich auch auf jeden Fall easy verteilen. Aber ein bisschen klebrig ist er schon. Ja, ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. She's sticky. Ja, also ich glaube, damit könnte ich auch Obstfliegen fangen. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Definitiv klebriger als der Toner Plus, obwohl er ein bisschen mehr Konsistenz hat und einen stärkeren Film ausbildet, aber der hier, der fühlt sich doch klebriger an. Im Vergleich zu dem anderen Toner, zu den Inhaltsstoffen, gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Also wir haben hier Wasser, wir haben PDO enthalten, Pentylenglykol ist feuchtigkeitsbindend, es ist natürlich Natriumhyaluronat drin. Dann das Salz der Pyrrolidon-Carbonsäure, das ist ein wunderbar feuchtigkeitsbindender Inhaltsstoff. Panthenol ist enthalten. Es ist auch Birkensaft drin. Vielleicht liegt das eventuell daran, dass das sich so ein bisschen
klebriger anfühlt und verschiedenste Formen des Hyalurons und auch noch Beta-Glucan. Also von der Formulierung ist das wirklich ein Top-Toner, aber ich weiß nicht, ob ich diese Klebrigkeit auf Dauer so geil finden werde. Dann habe ich ja als nächstes diese Produkte von Bio-Vegan oder Vegan, nee, keine Ahnung, wie man die richtig ausspricht. Aber als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, okay, du bist jetzt mal so frech und fragst, ob du die Produkte als PR-Sample bekommen könntest, um sie auszuprobieren. Denn normalerweise interessieren mich die Produkte dieser Marke nicht wirklich, weil sie einfach eine Vielzahl an deklarationspflichtigen Duftstoffen enthalten. Und da ich auf bestimmte Duftstoffe allergisch reagiere und sowieso versuche, stark beduftete Produkte zu meiden und vor allem eben diese deklarationspflichtigen Duftstoffe und ätherischen Öle, hat mich die Marke einfach nicht so sehr interessiert. Aber das hier sieht schon ganz anders aus. Hier sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, aber es ist Benzylalkohol drin. Das kann man benutzen, um etwas zu konservieren, aber es ist auch ein deklarationspflichtiger Duftstoff. Ich vermute mal, dass das Benzylalkohol hier zur Konservierung enthalten ist. Und da ich nicht allergisch auf Benzylalkohol reagiere, habe ich eben deshalb gefragt, ob ich die Produkte denn mal testen darf. Und ich bin noch am Überlegen, welches dieser Produkte ich heute auftragen werde. Also wir haben einmal so eine Super Hydro Cream, aber eine Creme möchte ich heute eigentlich nicht benutzen, weil ich die Balea Med Ultra Sensitive Anti-Pickel Gesichtspflege hier habe und die würde ich dann gerne sozusagen als meinen Moisturizer benutzen. Deshalb schwanke ich so ein bisschen zwischen dem Super Hyaluronic Serum und dem Super Phytoretinol Serum. Ich vermute mal, dass das Phytoretinol sich hier aufs Bakuchiol bezieht. Hier ist doch Bakuchiol enthalten. Bakuchiol ist nicht 1:1 dasselbe wie Retinol, deswegen finde ich es immer ein bisschen strange, wenn Marken das als Phytoretinol bezeichnen, aber ich denke, ich werde heute das mal ausprobieren, weil ich Bakuchiol einfach auch als Inhaltsstoff großartig finde, sonst hätte ich das ja auch nicht in meinem eigenen Produkt drin. Und neben Bakuchiol ist hier auch noch feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten. Es sind ein paar Pflanzenextrakte drin. Also es ist auch Rotalge drin, die kann feuchtigkeitsbindend wirken. Wir haben Apfelwasser drin, finde ich auch ganz spannend. Und wie gesagt, das Ganze ist konserviert, unter anderem mit Benzylalkohol. Aber da das eher ein wenig allergisierender Duftstoff bzw. Inhaltsstoff ist, werde ich das Ganze auf jeden Fall ausprobieren. Und da ich, wie gesagt, nicht allergisch reagiere auf Benzylalkohol, bin ich mal gespannt, wie sich das hier machen wird. Und ich hoffe auch, dass das jetzt kein allzu dickes Produkt ist, was die Konsistenz angeht, sondern wirklich mal ein Serum. Ich tröpfel mir das hier mal drauf. Ja, also das geht meiner Meinung nach definitiv noch als Serum klar. Und man kann es ja auch gut mit der Pipette dosieren, wie ihr gesehen habt. Es riecht ein wenig nach Bakuchiol und ich liebe den Geruch. Wer Bakuchiol kennt, weiß, was ich meine. Das hat sowas leicht blumig, fruchtiges, was ich persönlich sehr angenehm finde. Und Bakuchiol ist einfach so ein großartiger Inhaltsstoff, der Entzündungen vorbeugen kann und der bereits ab einer Konzentration von 0,5% ja, gut für die Haut sein kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Bakuchiol in dem Serum von Bio Vegan enthalten ist, aber an sich fühlt sich das echt angenehm an, muss ich sagen. Ich gebe mir noch ein bisschen was drauf. Ja, lässt sich easy verteilen und nach dem Einreiben wird das richtig schön wässrig. Also das ist wirklich eine super leichte und angenehme Emulsion. Und das finde ich natürlich für Drogerieverhältnisse bemerkenswert. Die Marke gibt es in der Drogerie. Und ich meine, ich habe in letzter Zeit einiges an Drogerie-Skincare ausprobiert und war nicht ganz so begeistert, was die Texturen und was die Konsistenz angeht, aber das ist wirklich angenehm. Wobei ich dazu sagen muss,
dass der Toner von Isntree das Ganze hier ein bisschen klebriger macht, als es tatsächlich ist. Darüber trage ich jetzt die Balea Med Ultra Sensitive Anti-Pickel Gesichtspflege Cica auf. Und Cica steht meistens für Tigergras bzw. irgendeinen Bestandteil vom Tigergras. Hier ist auch, soweit ich weiß, kein Tigergras enthalten, sondern ein Bestandteil vom Tigergras, welcher eben hautberuhigend wirken kann. Und diese Creme habe ich bereits ausprobiert, weil ich so extrem neugierig darauf war. Und was soll ich sagen, ich bin jetzt kein allzu großer Fan davon. Ich glaube, dass viele gehofft haben, dass diese Creme eher eine wässrige Textur haben wird und dass sie kein ölig pflegendes Finish auf der Haut hinterlassen wird, weil ja hier drauf steht Anti-Pickel Gesichtspflege, was auch immer das bedeuten soll. Aber in meinen Augen ist das eben keine wässrige Creme, also zumindest keine, die jetzt mattierend ist oder die keinen Pflegeeffekt hinterlässt, sondern nach dem Einarbeiten merkt man schon, dass sie recht pflegend ist, ne? Also das ist jetzt kein Gel oder keine Ahnung, ein super wässrig, leichtes Produkt auf der Haut. Man arbeitet es ein und merkt auch sogleich die Schwere dieser Creme. Deshalb denke ich nicht, dass die für Menschen mit öliger Haut gut geeignet sein könnte. Also für meine trockene und eher fettarme Haut ist die tatsächlich perfekt, aber auch nur im Winter. Jetzt für den Sommer ist die mir wirklich too much. Ich weiß gar nicht, warum ich dann so viel davon auftrage. Ich habe hier nämlich noch eine Sonnencreme, die ich da drüber packen muss. Und ich weiß jetzt schon, weil ich so viel von dieser Balea Med Gesichtspflege aufgetragen habe, dass das ja too much sein wird. Denn draußen sind heute schon wieder 30 Grad und ich brutzele hier in meinen Studiolampen. Also das war keine gute Idee. Wie gesagt, wenn ihr eine eher fettarme Haut habt, dann könnt ihr euch diese Creme von Balea auf jeden Fall mal anschauen. Dann habe ich hier noch eine neue Sonnencreme am Start und zwar ist das die Skinic Enjoy Super Mild Sun Essence und die habe ich mir bei YesStyle bestellt. Hier hat mich nicht nur der Preis gecatcht, denn die kostet zwischen 9 und 10 Euro, also je nachdem wann man die bestellt, weil es bei YesStyle ja regelmäßig Rabatte gibt, sondern die Formulierung ist auch großartig und erinnert an viele koreanische Sonnencremes, die gerade auf dem Markt sind, wie zum Beispiel die Beauty of Joseon Sonnencreme. Wir haben hier wirklich ein paar großartige UV-Filter enthalten, wie zum Beispiel DHHB, das ist ein großartiger UVA-Filter. Dann ist Tinosorb S drin, wir haben Tinosorb M drin und viele, viele andere großartige Bestandteile. Es ist unter anderem Niacinamid enthalten, was hier höchstwahrscheinlich eher feuchtigkeitsbindend wirken wird. Aber es ist auch irgendwie ein Vanilleextrakt drin. Deswegen bin ich gespannt, ob ich damit zurechtkommen werde. Denn mit der Benton Sonnencreme, also mit dieser in der grünen Tube, bin ich gar nicht klar gekommen. Ich habe die zweimal, dreimal aufgetragen und die hat jedes Mal stärker auf meine Haut gebrannt. Also ich denke, dass ich mit dem enthaltenen Rosmarinöl meine Probleme habe. Und deshalb werde ich die Benton Sonnencreme auf jeden Fall weitergeben, weil ich persönlich damit überhaupt nicht zurechtkomme. Aber auf die hier bin ich jedenfalls sehr gespannt. Ich habe mir die Sonnencreme natürlich abgewogen. Das mache ich immer beim ersten Mal, um einfach besser einschätzen zu können, wie ein Gramm aussieht. Und wenn ich jetzt auch mal so dran rieche, dann kann ich eigentlich keinen spezifischen Geruch wahrnehmen, aber wir schauen dann einfach mal, wie sie sich so aufgetragen verhält und ob dort sich ein Geruch entwickelt oder irgendein wahrnehmbarer Duft. Und während ich das auf mein Gesicht packe, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zufällig den neuen Jurassic World Film gesehen habt. Ich habe ihn gesehen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich im Kino mit den Augen gerollt habe. Man muss dazu wissen, dass ich ein riesengroßer Fan der Jurassic Park Filme bin, also der alten Filme mit Sam Neill. Und irgendwie hatte ich gehofft, dass dieses Flair der alten Filme in dem neuen Jurassic World Film aufkommen wird, weil
da der alte Cast aus den Jurassic Park Filmen mitspielt, aber so richtig kam das nicht rüber. Und das Ende, oh mein Gott, das war sehr unangenehm anzusehen. Ich will hier nicht zu viel spoilern, falls ihr euch das noch anschauen möchtet, aber dieser Kampf da zwischen den 3 Dinos, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal bei einer Szene so krass mit den Augen gerollt habe. Ich bin fast in Lachen ausgebrochen mitten im Kino, weil das so dermaßen absurd war. Da kämpfte wieder irgendwer gegen den T-Rex und als hätte ich es nicht ahnen können, wurde der besiegt und dann hält die Kamera so auf das Gesicht vom T-Rex und es kommt diese typische Musik, bam, 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 und der T-Rex schlägt sein Auge auf und er ist doch noch am Leben und dann tut er sich noch mit einem anderen Dino zusammen, um den Dino, der ihn töten wollte, zu bekämpfen, weil, wisst ihr, so als wären die Best Friends und das war einfach nur sehr unangenehm anzuschauen. Allgemein hatte die Story, keine Ahnung, die hatte nicht viel. Und der Film hat mir entsprechend nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Also ich würde mir den definitiv nicht nochmal anschauen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben mit diesen Erwartungen daran gegangen bin, weil der Cast aus den Jurassic Park Filmen mit am Start war. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Ich hoffe, dass ich nicht alleine bin mit meiner Meinung. Jetzt habe ich ganz vergessen, euch was zu der Sonnencreme zu erzählen. Ich habe sie jetzt komplett aufgetragen und muss sagen, dass ich sie sehr schwer und sehr fettig finde. Also man merkt sie wirklich stark auf der Haut. Sie bildet einen sehr starken und spürbaren Film aus. Auch wenn ich jetzt so meine Finger ein bisschen reibe, merke ich den Film, ich merke die Schwere, ich merke die Fettigkeit. Deswegen glaube ich nicht, dass das eine Sommersonnencreme für mich wird, sondern eher eine Herbstsonnencreme. Und alle mit einer öligen Haut oder die so schwere Texturen nicht mögen, die können diese Sonnencreme definitiv vergessen. Oh nein, die rollt sich ein kleines bisschen ab, wenn ich mit den Händen über meine Haut fahre. Aber das muss natürlich nicht unbedingt an der Sonnencreme liegen, sondern kann auch ein Problem der darunter verwendeten Produkte sein, sprich dem Toner oder dem Serum oder der Gesichtspflege von Balea. Ich muss das definitiv noch ein bisschen länger testen. Was Make-up betrifft, habe ich mir diesen Halo Glow Liquid Filter von e.l.f. zugelegt, weil ja manche meinen, das wäre ein Dupe zu diesem Charlotte Tilbury Glow Filter. Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Jedenfalls dieses allseits beliebte Produkt, was so ähnlich aussieht, aber rund 50 € kostet. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass mir 50 € dafür schon ein bisschen too much ist. Deshalb dachte ich, ich probiere das mal aus. Und das ist auch kein wirkliches Dupe zu dem Charlotte Tilbury Ding. Klar, beide Produkte setzen auf ein ähnliches bzw. auf das gleiche Lipid. Ich glaube, da sind auch die gleichen Emulgatoren enthalten, aber trotzdem unterscheidet sich die Formulierung in gewissen Teilen, weil wir ja auch nichts über die einzelnen Konzentrationen der Bestandteile wissen. Und ich habe mir auch einige Videos dazu angesehen, wo das Charlotte Tilbury Ding mit dem von e.l.f. verglichen wurde. Und da haben eigentlich auch alle gesagt, dass das kein Dupe dazu ist, dass das Produkt komplett anders performt und sich auch anders auf der Haut anfühlt. Aber eventuell könnte das eine gute Alternative sein für diejenigen, die eben keine 50 € locker haben für das Produkt von Charlotte Tilbury. Dann trage ich das natürlich auf. Ich werde auch relativ wenig nehmen, weil ich das bereits ausprobiert habe und feststellen musste, dass mir die Farbe einfach zu dunkel und zu peachy ist. Eigentlich finde ich das von der Deckkraft so als Tinted Moisturizer gar nicht mal so verkehrt, aber wie gesagt, die Farbe passt überhaupt nicht, weshalb ich mir definitiv noch eine größere Shade Range wünschen würde. Oh, das ist nicht gut. Hier rollt sich alles ab. Mist.
Naja, ich versuche jetzt mal das Beste draus zu machen. Sowas passiert mir zum Beispiel beim Toner-Layering überhaupt nicht, dass sich irgendwelche Produkte abrollen. Aber ich musste ja heute so viele neue Sachen aufeinander klatschen. Deshalb werde ich dann die nächsten Tage damit zubringen, rauszufinden, woran es lag. Also man muss natürlich schon dazu sagen, dass die Sonnencreme ihren Teil zum Glow beigetragen hat. Oh mein Gott, hier sind überall, seht ihr das? Girl, hier sind überall kleine Würstchen. Ich hasse das. Ich hasse das. Jetzt habe ich das überall im Haaransatz. Naja, jedenfalls gibt die Sonnencreme schon genug Glow und Schwartigkeit. Deshalb weiß ich nicht, ob ihr irgendwas von diesem Liquid Filter erkennen könnt. Aber er gibt meiner Haut einfach noch so ein bisschen Farbe, die jetzt nicht hundertprozentig passend ist. Deswegen versuche ich den etwas dezenter aufzutragen. Ich habe den auch mit unterschiedlichen Foundations ausprobiert. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen, weil ich das Gefühl habe, dass der sich so ein bisschen zusammenballt an der einen oder anderen Stelle. Und wenn man darüber dann noch Foundation aufträgt, dann konzentriert sich eben die Foundation bzw. konzentrieren sich die Pigmente dann an diesen Stellen, wo sich der Filter zusammengeballt hat. Und dann sieht das etwas unschön und cakey aus. Oh Mann, ich bin gerade so hin und her gerissen, ob ich hier weitermachen soll, weil mir einfach alles vom Gesicht runter krümelt, sobald ich mit dem Schwamm hier über irgendeine Stelle drüber gehe. Ich hoffe so sehr, dass es nicht der Isntree Toner ist. Aber ich gebe euch definitiv Feedback dazu, sobald ich rausgefunden habe, welches Produkt sich hier so dermaßen abrollt. Okay, ich habe beschlossen, das Ganze jetzt abzubrechen, weil ich einfach keinen Bock mehr habe auf diese Würstchenparty in meinem Gesicht. Und eigentlich wollte ich nur noch ein Produkt auftragen, und zwar ist das der e.l.f. Luminous Putty Blush in der Farbe Isla del Sol. Aber das kann ich auch ein andermal machen. Und bevor ich das Video beende, will ich auch noch mal kurz meine ersten, zweiten und dritten Eindrücke zu diesen neuen Skincare-Produkten mit euch teilen. Und ich fange mal an mit dem Isntree Hyaluronic Acid Toner. Und da muss ich sagen, dass ich ein bisschen negativ überrascht bin, wie klebrig dieser Toner ist. Ich persönlich bin kein großer Fan von so übermäßig klebrigen Produkten, deshalb muss ich definitiv schauen, wie ich auf Dauer damit zurechtkomme. Aber falls ihr das mögt, falls ihr auch auf verschiedene Formen des Hyalurons steht, dann solltet ihr euch diesen Toner definitiv mal anschauen. Das Bio-Vegan Skin Food Serum mit Rotalge fand ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das kommt definitiv auf meine Drogerie-Skincare-Liste, weil ich gerade Videos und Material für so einen riesengroßen Drogerie-Skincare-Guide vorbereite, wo ich dann in verschiedenen Kategorien über unterschiedlichste Produkte aus der Drogerie spreche. Ich habe jetzt schon meine ganzen Sachen für Peelings fertig. Dann will ich auch noch mal was zu Serien machen. Also welche Produkte passen zu welcher Haut, welche Produkte sind einsteigerinnenfreundlich, welche sind es nicht unbedingt. Und das hier ist vom ersten Eindruck auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Hat eine schöne Textur, lässt sich gut verteilen und wird wunderbar wässrig leicht auf der Haut. Bei der Balea Med Gesichtspflege muss ich sagen, dass ich kein großer Fan davon bin, weil mir das Finish des Produkts nicht gefällt. Die ist einfach einen Ticken zu pflegend und hinterlässt so einen spürbaren Film auf der Haut, den ich zumindest aktuell in dieser Jahreszeit nicht sonderlich mag. Zu der neuen Sonnencreme fällt mir nur ein einziges Wort ein, und zwar pflegend. Die ist so pflegend, dass ich sie definitiv nicht während der Sommerzeit benutzen werde. Das ist eher eine Sonnencreme für den Herbst und den Winter, also eher Richtung Purito Sonnencreme, wobei ich die deutlich weniger ölig auf meiner Haut finde. Also sie fühlt sich weniger ölig auf der Haut an, aber dennoch hinterlässt sie einfach diesen pflegenden und leicht spürbaren Film, was ich einfach bei den warmen Temperaturen nicht so sehr mag. Nichtsdestotrotz ließ sie sich ohne Probleme auftragen. Klar, es hat sich irgendwas hier
runtergekrümelt, aber das muss nicht unbedingt an der Sonnencreme liegen. Wie gesagt, ich werde das Ganze nochmal ausprobieren und schauen, an welchem Produkt das genau lag. Aber von der Formulierung ist die nicht verkehrt. Ich finde auch nicht, dass sie nach irgendwas riecht. Sie hat wirklich keinen spezifischen Eigengeruch oder so. Also höchstens, wenn man jetzt direkt an der Verpackung schnüffelt, hat sie sowas ganz dezent Süßliches, aber beim Auftragen und nachdem sie sich gesetzt hat, war jetzt kein spezieller Geruch wahrnehmbar und somit könnte die auch definitiv was für Menschen sein, die ja eine gewisse Hypersensitivität gegenüber Düften haben. Und zu guter Letzt noch was zum e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. Den habe ich tatsächlich mit verschiedensten Foundations getestet, mit verschiedenen Tinted Moisturizern und muss sagen, dass ich den solo deutlich besser finde, als wenn ich den als Primer verwende, weil der schon mit den Produkten komisch interagiert hat. Also stellenweise hat er wirklich Probleme gemacht und deswegen benutze ich den tatsächlich am liebsten solo. Aber mein größtes Problem ist einfach, dass die hellste Nuance, das hier ist die hellste Nuance, einfach zu dunkel für mich ist. Obwohl ich ein bisschen Bräune abbekommen habe, aber die Farbe ist dennoch zu dunkel. Deshalb würde ich mir wünschen, wenn man die Shade Range erweitern würde, weil ich das Produkt als Tinted Moisturizer gar nicht mal so schlecht finde, weil der wirklich eine dezente Deckkraft mit sich bringt, die ich persönlich im Sommer sehr, sehr gerne mag und weil er einfach so einen richtig schönen Glow gibt, ohne zu schwartig auszusehen und ich vertrage den auch wunderbar. Das war's schon mit meinem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr euch für Hautpflege interessiert. Und schreibt mir auch gern unten in die Kommentare, welche Kategorien ihr euch für meinen Drogerie Skincare Guide wünscht. Ich habe hier jetzt, wie gesagt, die verschiedenen Säure-Peelings am Start, die ich so ein bisschen kategorisiert habe. Dann will ich noch was zu Serien machen, zu Reinigern, weiß nicht, Shampoos, was auch immer. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, dann kann ich mir eine Liste machen und das nach und nach abarbeiten. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.